Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge von Walkers Berlin. Ich möchte Ihnen heute etwas vorstellen, was die meisten von Ihnen mit Garantie nicht kennen, um ein Stück Berliner Eisenbahngeschichte. Sie sehen hinter mir das letzte erhaltene Gebäude des ehemaligen Stettiner Bahnhofes, der schon seit den 1840er Jahren existierte und der einer der Ursprungsbahnhöfe in Berlin war. Von hier startete ab 1851 die Berliner Verbindungsbahn, die es genau 20 Jahre lang gab. Und genau über diese Bahn möchte ich Ihnen erzählen. Als die Verbindungsbahn schon lange Geschichte war, wurde der Stettiner Bahnhof durch mehrere Dinge richtig bekannt. 1909 erreichte zum Beispiel aus der Uckermark kommend ein gewisser Karl Siebrecht den Bahnhof, um von hier aus sein Glück in der großen Stadt Berlin zu machen. Sie wissen nicht, wer Karl Siebrecht war? Hans Fallada, Ein Mann will nach oben. 1953 geschrieben, in den 70er Jahren ein großer Erfolg im zweiten deutschen Fernsehen und eine wunderbare Geschichte über das alte Berlin. Der Stettiner Bahnhof wurde auch bekannt, weil von hier aus 1927 die erste elektrische Schnellbahn von Berlin nach Bernau führte. Auf dieser freien Fläche, die Sie hier sehen, stand früher das gesamte Bahnhofsgebäude des Stettiner Bahnhofs. Die Züge starteten, wie der Name schon sagt, Richtung Stettin über Eberswalde, Angermünde. Diese Verbindung gibt es heute noch. Die Straße, die Sie hier nach rechts weitergehend sehen, das ist die Verlängerung der Bernauer Straße. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie am Ende auch ein Stück der alten Berliner Mauer. Wir sind auf dem Weg vom Stettiner Bahnhof, den Sie heute sicherlich eher unter dem Namen Nordbahnhof kennen, zum Hamburger Bahnhof. Der Hamburger Bahnhof ist ja einer der ältesten, wenn nicht vielleicht sogar der älteste erhaltene Bahnhof in ganz Deutschland. Wurde in Mitte der 1840er Jahre eröffnet, wenige Jahre nachdem überhaupt in Berlin zwischen Potsdam und der westlichen Stadtgrenze Berlins die erste Eisenbahn unterwegs war. Es gab einen Staatsvertrag zwischen Berlin und Hamburg und der war der Grundstein für den Bau einer Eisenbahnlinie zwischen beiden Städten und eben auch dieses Bahnhofs. Die Berliner Verbindungsbahn wurde auf Befehl oder auch auf Erlaubnis König Friedrich Wilhelms IV. Ab 1851 in Betrieb genommen. Und eines der ganz seltenen Phänomene war, der Staat Preußen zahlte das Geld für diese Eisenbahnstrecke. Sinn und Zweck der Bahnlinie war, die 5, später dann noch 6 Berliner Kopfbahnhöfe miteinander zu verbinden, weil der Umsteigeprozess von Menschen wie aber auch von Fracht und Gepäck immer komplizierter wurde in einer immer mehr wachsenden Stadt. Die Verbindungsbahn lief auf Straßenniveau. Wir fahren gerade diese Strecke ab in der Invalidenstraße. Rechts von uns unter anderem das Bundesverkehrsministerium und etwas weiter geradezu das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und sie wurde befahren von Dampflokomotiven, die aus den USA gekauft wurden, aus einer Lokomotivfabrik in Philadelphia. 16 Lokomotiven waren anfänglich am Start. Die Bahnhöfe hatten entweder Drehscheiben, um Anschlüsse an das Fernbahnnetz zu schaffen, oder ganz einfache Weichen, die dann abzweigten. Die Sandkrugbrücke, über die wir jetzt in diesem Moment fahren, war früher eine hölzerne Brücke, die drehbar war, sodass der Schiffsverkehr hier unter im Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal gewährleistet wurde. Übrigens, dieser Kanal und auch der Humboldt-Hafen, der hier links liegt, wurden gebaut gemeinsam mit dem Hamburger Bahnhof. Der Hamburger Bahnhof, 1846 bis 1884 überhaupt nur als Bahnhof in Betrieb. Danach wurde er umgebaut, war dann Bau- und Verkehrsmuseum und ist ja seit den 1990er Jahren das Museum für Gegenwartskunst. Die kreisrunde Grünanlage, die Sie sehen, das war früher eine Drehscheibe, wo die Lokomotiven gedreht wurden, und die beiden kreisrunden Bögen waren die entsprechenden Ein- und Ausfahrten. Die Berliner Verbindungsbahn, um die es uns heute geht, fuhr in unserem Rücken
auf der Invalidenstraße, hatte aber einen Anschluss in den Bahnhof hinein. Ein Schwenk über das Berlin der Moderne, der Hauptbahnhof, seit 2006 in Betrieb. Und an seiner Stelle stand der Nachfolgebau des Hamburger Bahnhofs, damals der Lehrter Bahnhof. Es ist sicherlich schwer vorstellbar, wenn wir das heutige moderne Berlin sehen, ins Jahr 1851 zurückzuspringen. Wir machen es einfach mal. Vom Lehrter Bahnhof kommend ging diese Berliner Verbindungsbahn ungefähr über die Spree, wo heute die Moltke-Brücke steht. Auch das war eine hölzerne Brücke, die teilweise drehbar war, damit auch die Schiffe passieren konnten. Ich schweife vom Thema ab, aber wenn man hier auf dieser historischen Brücke steht und sieht diese Blicke, Siegessäule, Bundeskanzleramt, Haus der Kulturen der Welt, ehemals die Kongresshalle, bis hin hinüber zum Reichstag, das müssen wir Ihnen einfach gezeigt haben. Und die Bahn lief ungefähr hier über die Brücke, auch am Reichstag vorbei, am Brandenburger Tor vorbei, hin zum Potsdamer Bahnhof. Und da fahren wir jetzt auch hin. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Potsdamer Bahnhof. Sie müssen sich vorstellen, liebe Zuschauer, den Reichstag und auch die Siegessäule, die damals ja davor stand, gab es zu der Zeit der Berliner Verbindungsbahn noch nicht. 1851 bis 71, da waren ja gerade mal die Kriege im Gange, für die dann später mal die Siegessäule in den End-70er Jahren gebaut wurde. Dennoch, die Bahn lief über den Exerzierplatz und ging dann in einem ganz sanften Kurve zum Brandenburger Tor und weiter zum Potsdamer Platz. Immer wieder schön, das Brandenburger Tor, 1788 bis 91 gebaut. Was hat diese Straße schon alles gesehen? Napoleon, der 1806 durch das Brandenburger Tor nach Berlin einmarschierte, um dann anschließend die Quadriga nach Paris zu entführen. Später natürlich, mehr in unserer Zeit, die Berliner Mauer, die genau hier den Bogen um das Tor herum machte. Und immer wieder zwischen 1851 und 71 unsere Verbindungsbahn. Die Ebertstraße. Wir bewegen uns zwischen den Stadthälften Mitte, also Ost, und Tiergarten West, wobei der Tiergarten heute ja verwaltungstechnisch zur Mitte gehört. Und geradezu können Sie schon den neuen Bahnhof Potsdamer Platz erinnern. Ungefähr an der gleichen Stelle stand ab 1838 der erste Berliner Bahnhof, der Berlin mit der Stadt Potsdam verband. Und unsere Verbindungsbahn lief genau hier entlang. Mit einer Weiche gab es dann eine Verbindung in den Bahnhof hinein. Und die Bahn lief dann links dran vorbei zum Anhalter Bahnhof. Wussten Sie eigentlich, liebe Zuschauer, dass noch bis ins 20. beginnende Jahrhundert hinein ein alter Friedhof unmittelbar am Bahnhof Potsdamer Platz gelegen war und dass bei Bauarbeiten, die dann in den folgenden Jahrzehnten hier stattfanden, immer wieder Skelettteile dieses Friedhofs gefunden wurden? Es war am 1. Juli 1841, da wurde der Anhalter Bahnhof eröffnet. Das hier ist das, was von dem großen Bahnhof übrig geblieben ist. Und hätte man Mitte der 50er Jahre vernünftig gesprengt, dann wären auch diese Reste hier nicht mehr vorhanden. Gott sei Dank, sie sind noch da. Demnächst soll das alles neu bebaut werden. In den 20er, 30er Jahren gab es hier eine kleine Finesse gegenüber. Am Askanischen Platz gab es das berühmte Hotel Excelsior und dieses Hotel hatte einen Verbindungstunnel aus seiner Lobby heraus bis in den Bahnhof hinein. Damals eine echte Innovation. Und unsere Berliner Verbindungsbahn, die lief genau hier vor dem Bahnhof auf der Straße entlang mit einem Abzweig in den Bahnhof hinein. Ja, wir sind hier in der Stresemannstraße in Berlin-Kreuzberg und Sie sehen, ich muss Hand anlegen, um Ihnen ein Schild zu zeigen, das den Weg der Akzisemauer darstellt. Also eine Zollmauer, die König Friedrich Wilhelm I. hat anlegen lassen, überwiegend dafür, um auch seine eigenen Soldaten daran zu hindern, Waren unverzollt in die Stadt zu bringen. Auf dieser Strecke hier, an dieser Stelle lief auch die
Verbindungsbahn. Sie musste teilweise durch die Akzisemauer durchfahren, um die einzelnen Bahnhöfe zu erreichen. Aber das hier war ihre Strecke. Sie sehen, 1867 bis 1868 wurde die Mauer abgebaut. Die Bahn gab es noch ein paar Jahre weiter. Der Kameramann meinte, ich solle mit ins Bild, damit zumindest etwas Schönes hier zu sehen ist. Sei es drum. Das hier hinter mir ist, wenn auch nachgebildet, ein Stück dieser alten Akzisemauer. Wir sind immer noch in der Stresemannstraße, unweit von dem kleinen Gedenktäfelchen, das ich Ihnen eben gezeigt habe. Vom Anhalter Bahnhof aus sind wir das Hallische Ufer und die Gitschiner Straße nach Kreuzberg hineingefahren und stehen jetzt am Wassertorplatz. Der Wassertorplatz liegt ungefähr 200 Meter entfernt vom Landwehrkanal. Und der Landwehrkanal hatte bis in die End-20er Jahre einen kleinen Kanal als Verbindung zur Spree. Deswegen heißt der Platz hier der Wassertorplatz. Hinter mir sehen Sie das Hochbahnviadukt der U-Bahn und früher, wieder bis 1871, lief hier die Verbindungsbahn. Mittendrin in Kreuzberg, immer noch am Wassertorplatz, hinter mir der U-Bahnhof Cottbuser Tor und geschätzt, gefühlt einen Kilometer weiter stand früher der Görlitzer Bahnhof, 1868 eröffnet, und auch dieser Bahnhof hatte eine Anbindung zur Verbindungsbahn. Der Görlitzer Bahnhof, heute überwiegend bekannt durch seinen Park mit dem dazugehörigen Angebot an Konsummitteln. Und wir fahren von hier aus zu unserer letzten Station in die Eisenbahnstraße und an die Spree. Ungefähr 9 Kilometer war sie lang, die Verbindungsbahn, die am Stettiner Bahnhof begann und ganz hier in der Nähe, auf der anderen Seite der Spree, am Frankfurter Bahnhof endet. Sie sehen, Eisenbahnstraße. Den Namen hat diese Straße, an der wir hier stehen, seit 1850 und sie wurde genau wegen dieser Verbindungsbahn so benannt. Sie ist eigentlich der einzige Beweis heute, dass es diese Bahn überhaupt gegeben hat. Bitte bedenken Sie, die Bebauung war in diesem ganzen Bereich hier damals eine völlig andere. 1850, da gab es noch keine Gründerzeit, da gab es die Industrialisierung, die gerade begann. Es war eine Zeit, in der die ersten Fotografien auftauchten. Das war aber eine Zeit, in der man sich eigentlich noch hat malen lassen. Das nur ein bisschen zur Einordnung. 1805 wurde das Gebäude gebaut, das Sie im Hintergrund sehen, die Heeresbäckerei. Wie der Name sagt, sie diente dazu, dem Heer Backwaren schlicht und ergreifend zu liefern. Sie diente zu Westberliner Zeiten übrigens als Lebensmittellager, streng geheim, damit Westberlin im Falle, dass es eingeschlossen worden wäre, nicht verhungert wäre. 1850, um wieder zu unserem Thema zurückzukommen, die Verbindungsbahn lief hier lang, wurde auch die Heeresbäckerei an diese Bahnlinie angeschlossen. Die Oberbaumbrücke, die seit mehr als 100 Jahren die Spree überquert. Auch sie war einst eine Zollstation. Sie sehen auf der anderen Seite des Wassers die East Side Gallery mit neuer, moderner Bebauung. Und die Kamera schwenkt an ein Brückenfundament, das seit dem Zweiten Weltkrieg hier steht. Und an genau dieser Stelle, an der einst die Brommi-Brücke stand, gab es früher eine Holzbrücke, über die unsere Verbindungsbahn hier von der Eisenbahnstraße hinüber zum Frankfurter Bahnhof geführt wurde. Der Frankfurter Bahnhof ist heute besser bekannt als Ostbahnhof. Zwischendurch war ja auch mal der Schlesische Bahnhof oder zu DDR-Zeiten der Hauptbahnhof. Sie erkennen ihn ein bisschen, das orangefarbene Gebäude im Hintergrund mit dem DB-Logo. Am 16. Juli 1871 wurde der Betrieb der Verbindungsbahn eingestellt. Einen Tag später eröffnete der östliche Teil der Ringbahn, die Sie hier auf Höhe Treptower Park hinter mir sehen.
6 Jahre später wurde auch der westliche Teil dieser Ringbahn in Betrieb genommen, sodass sie das haben, was wir heute alle noch kennen. Die Bahnhöfe Gesundbrunnen, Westkreuz, Südkreuz und zum Beispiel hier Treptower Park. Meine Damen und Herren, das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und ich verspreche, wir kommen wieder demnächst. Alles Gute. Tschüss.